herzlich willkommen zu einem neuen Video von NT Dental. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz wichtigen Thema, nämlich dem NT 3D Guide. Ihr wisst ja sicher, die Präzision einer implantatgetragenen Restauration hängt von allen am digitalen Workflow beteiligten Komponenten ab. Zu Beginn dieser digitalen Prozesskette ist der NT 3D Guide für den präzisen Transfer der Implantatposition vom Modell oder natürlich auch vom Kiefer in die CAD-Software eine relevante Komponente. Daher ist der Scanbody natürlich auch bei NT der Schlüsselfaktor im digitalen Workflow. Die einzigartige Geometrie des NT 3D Guides garantiert eine präzise Ausrichtung in der dentalen CAD-Software, auch bei unvollständigem Scannergebnis, wie ihr zum Beispiel bei Engstand oder stark divergierenden Nachbarzähnen habt. Zusätzlich ist er natürlich für den oralen Einsatz autoklavierbar und ermöglicht durch sein präzises Metallinterface eine genaue Positionierung des Scanbodies im Mund des Patienten. Der NT 3D Guide ist abgestimmt auf alle unsere digitalen Lösungen, die wir bei NT anbieten. Er funktioniert mit den NT Titanbasen, mit den Titanbasen NX, genauso mit dem Preform und natürlich auch später für ein digital gedrucktes Modell in Verbindung mit dem DIM-Analog. Die einzigste Ausnahme haben wir beim NT2Connect-System. Hierbei bieten wir von NT separate 3D-Guides für das Scannen auf dem Abutment-Level an, wo ihr die 3D-Guides direkt auf den Mailpart von den 2Connects aufschrauben könnt. Die exakte Positionierung mit Hilfe der Metallschnittstelle am Interface unterscheidet unseren 3D-Guide oftmals zu den Scanbodies der Mitbewerber, welche oft eine nicht-metallische Peak-Implantatschnittstelle aufweisen. Dies ist ein großer Nachteil im Vergleich zum NT 3D Guide. Das Metallinterface vom 3D Guide sorgt unabhängig vom angebrachten Drehmoment für eine exakte Positionierung, wenn ihr den 3D Guide festschraubt. Dies ist insbesondere natürlich bei konischen Implantatsystemen von Vorteil, da ihr hierbei einen Höhenversatz bei eurer Konstruktion vermeiden könnt. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr ein Interface mit Peak habt, könnt ihr es viel fester und tiefer eindrehen wie ein Interface aus Metall. Ein weiterer Vorteil ist ein geringerer Verschleiß und damit eine wesentlich höhere Lebensdauer der Scanbodies. Bei der Verwendung des 3D-Guides während eines Intraoral-Scans ist das Inserieren sehr unkompliziert, da das Metallinterface euch eine definitive Rückmeldung gibt, ob der Scanbody richtig eingerastet ist. Ich möchte euch auf eins hinweisen, der 3D-Guide ist für das intraorale Scannen laut seiner Instruction for Use ein Einmalprodukt. Er sollte aber nichtsdestotrotz und unbedingt vor der Verwendung am Patient sterilisiert werden, da er als nicht steriles Produkt zu euch in die Praxis kommt. Zum Schluss möchte ich nochmal auf die einzigartige Form des NT 3D Guides zurückkommen. Diese unterscheidet uns deutlich von Mitbewerbern. Diese haben oft eine mehr oder weniger zylindrische Form und nur eine abgeschrägte Referenzfläche zur exakten Ausrichtung in eurer CAD-Software. Für dieses Problem hat der NT 3D Guide 5 verschiedene Bereiche. Wir haben unterschiedlich große seitliche Referenzflächen und hier zusätzlich an den vorderen und hinteren Enden eine lange schmale Fläche und eine kurze breite Fläche angebracht. Vor allem bei der intraoralen Verwendung von Scanbodies ist eine vollständige Erfassung durch das Scannen aufgrund von Nachbarzähnen oder nur leichter Mundöffnung beim Patient oftmals nur schwierig möglich. Selbst wenn der Scanbody nicht vollständig erfasst worden ist, habt ihr durch die vielen unterschiedlichen Referenzflächen immer noch die Möglichkeit, euren Scanbody exakt und genau in eurer CAD-Software aufzumatchen. Und das alles ist möglich durch die vielen Referenzflächen auf unserem NT 3D Guide. Wie ihr sicher schon gesehen habt, ist die Peak-Struktur der NT 3D Guides egal bei welcher Implantatserie immer gleich. Die einzigste Unterscheidung ist das Metallinterface. Aus diesem Grund haben wir euch eine kleine Hilfestellung gegeben. Wir haben die NT 3D Guides lasergraviert. An der einen Stelle seht ihr die Serienbezeichnung der entsprechenden NT-Serie mit Bezug auf den Originalhersteller und auf der anderen Seite seht ihr den Durchmesser des Implantatsystems. Somit könnt ihr verhindern, dass ihr die NT 3D Guides verwechselt. Nach diesen vielen Informationen möchte ich einfach die Vorteile nochmal kurz auf den Punkt bringen. Wir haben eine exakte Positionierung des 3D Guides ermöglicht durch die Metallinterface-Geometrie. Er ist konzipiert für den Intraoral-Scanner als auch für die Desktop-Anwendung. Die Formengeometrie gewährleistet auch bei unvollständigem Scannergebnis eine einwandfreie Übertragung in die CAD-Software. Die Schraube kann zur Sterilisierung in der Zahnarztpraxis vor der Erstanwendung entnommen werden. Zudem ist er natürlich röntgendetektierbar. Er ist drehbar bei Zahnengständen und hat eine eindeutige Durchmesser- und Plattformbezeichnung durch seine Lasergravur.
Ich hoffe, ich konnte euch den 3D-Guide näher bringen und er findet bei euch in der Praxis oder auch im Dentallabor zukünftig viel Einsatz, um natürlich die NT-Produkte anwenden zu können. Vielen Dank!